Moin liebe Gameplay-Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Herzlich willkommen zu Brighter Shores. Wer bisher noch nichts von dem Spiel gehört hat, sollte jetzt ganz genau aufpassen, denn ich behaupte mal, dass jeder von euch, der schon mal mit einem guten MMORPG zu tun hatte, über RuneScape gestolpert sein dürfte. Ansonsten, falls das ein bisschen zu altbacken und länger her ist, dann fragt mal im Freundeskreis nach. Vielleicht ist da der ein oder andere, der euch noch ein paar coole Geschichten davon erzählen kann. Tatsache ist aber auch, RuneScape war für die deutschsprachige Community lange Zeit nicht verfügbar, weil es einfach nur stumpf auf Englisch war. Englische Sprache, englische Texte und englische Begriffe für die Items, die es da gab. Dementsprechend war es schwierig, da anzubandeln. Entweder man konnte Englisch schon oder man war passioniert genug, das Spiel zu spielen und es währenddessen einfach zu lernen. Hat sich ja auch vieles selbst erklärt im Zusammenhang mit dem Spiel, sodass man dann eben entsprechend auch vorangekommen ist. Was ich damals besonders toll fand in dem Spiel, waren die vielfältig gut gemachten und auch lustigen Questreihen, die das Spiel zu bieten hatte. Aber vor allem eine Sache hat mich lange gehalten, nämlich die Life-Skills. Man konnte sehr viele verschiedene Fähigkeiten leveln. Alles ging so bis Level 99. Es gab Fertigkeiten, Capes, es gab besondere Zugänge zu Orten, die man mit bestimmten Leveln erreichen konnte. Zum Beispiel eine alte Zwergenmine. Ich glaube, man musste dafür Level 60 sein. Es war schon ein bisschen was an Arbeit, dahin zu kommen auf jeden Fall. Aber es ist egal, was man gemacht hat. Man konnte Mining betreiben, man konnte Hummer- und Schwertfische irgendwo in Karamja Port fangen und die kochen, wieder weiterverkaufen. Man konnte sich an den Altar stellen, Runen anfertigen, die man dann für die Magie-Skills benutzt hat beispielsweise. Es gab genug zu tun. Es gab genug zu tun und es hat auch wirklich jede Fähigkeit für sich so ein bisschen Spaß gemacht, sodass man da wirklich lange Zeit mit verbringen konnte. Nicht umsonst ist das Spiel mittlerweile über 20 Jahre alt und kann eine Langlebigkeit vorweisen, bei denen sich so manches MMORPG wahrscheinlich mal eine Scheibe abschneiden könnte. Wage ich mal zu bezweifeln, ne, dass das bei jedem so der Fall ist. Und wie komme ich jetzt eigentlich auf RuneScape? Und zwar ist es so, dass hinter RuneScape das Studio Jagex steht und es wurde in seinen Anfängen gegründet von Andrew und Paul Gower, das sind Brüder. Und die haben dem ganzen Spiel im Prinzip durch eine Menge Expertise, durch eine Menge Erfahrungsschatz und durch eine Menge Passion in dem, was sie tun, zu einem großen Erfolg verholfen. Das heißt, die beiden konnten am Ende sagen, wir verkaufen Jagex für 75 Millionen Pfund. Sind sie ziemlich reich geworden mit, ne? Und Andrew hat damit aber nicht sich zufrieden gegeben, sondern er hat gesagt, ich stecke meinen Kopf in das nächste Thema, ich bin schließlich noch jung, ich möchte noch was erleben und möchte noch was schaffen und hat sich 10 Jahre seines Lebens weiterhin dafür eingesetzt, ein neues Spiel an den Start zu bringen, nämlich Brighter Shores. Und Brighter Shores, ich würde sagen 10 Jahre der intensiven Beschäftigung mit einem Thema, was noch gar nicht draußen ist, steckt eine Menge Hingabe für mich dahinter. Deswegen lasst uns mal reinschauen, was es dafür oder dazu zu wissen gibt. Bisher ist noch gar nicht so viel von dem Spiel bekannt. Es gibt gerade mal 2 Trailer, die so halbwegs offiziell darüber informieren, was jetzt gerade so am Start ist, was man in dem Spiel so machen kann. Die kann man sich auf YouTube tatsächlich auch anschauen, um so einen groben ersten Eindruck zu kriegen über die Vielzahl an Möglichkeiten, die es in diesem Spiel wiederum gibt. Man muss dazu sagen, die Grafik ist ähnlich wie bei RuneScape so ein bisschen eine Sache für sich. Grafikverliebte Menschen werden damit wahrscheinlich nicht viel anfangen können. Wer sich aber die Grafik des Spiels geben kann und die ISO-Perspektive auf seinen Charakter sowie das Room-to-Room-System, auf das ich später im Video noch ein bisschen näher eingehen möchte, wer sich damit anfreunden kann, ich denke, für denjenigen sollte es kein Problem darstellen, Brighter Shores eine Chance zu geben, um sich mal zu vertiefen. Was neben den beiden Videos, die ich gerade schon angesprochen habe, außerdem noch über das Spiel bekannt ist, ist, dass es am 6.11.2024, also schon sehr bald, in den Early Access gehen soll und aller Voraussicht nach so circa ein halbes Jahr später auch offiziell released wird. Einer der großen Vorteile des Spiels ist, dass Andrew Gower als Multimillionär keine Sponsoren oder vorgeschalteten Publisher zufriedenstellen muss, die ihm da irgendwie in den Nacken atmen, sondern er kann das Spiel wirklich nach seinem eigenen, ich sag mal, Gutdünken vorbereiten, verarbeiten, veröffentlichen, ne? Schuldet niemandem außer sich selbst und seinem Team Rechenschaft darüber. Und das ist natürlich was ganz Großartiges, weil er sagt, ich möchte, dass zuallererst mal die Spieler glücklich sind. Und ich finde, dass das in der heutigen Zeit eine eher seltene, aber starke Ansicht darstellt. Denn gerade wenn man sich die Gewinnmaximierung anguckt, die mittlerweile in der Gaming-Branche herrscht, ist leider dann auch häufig damit verbunden, dass das Spielerlebnis als solches eher schmal gehalten wird, eher
kritisch zu sehen ist und ich weiß nicht, also ich fühle mich da mittlerweile echt nicht mehr wohl. Die guten alten Zeiten, ich habe das Gefühl, ich kriege sie nur mit einem Andrew Gower wieder zurück. Wir schauen es uns auf jeden Fall nochmal an. Was gibt es sonst noch? Das Thema Non-Premium versus Premium. Wenn wir uns an RuneScape erinnern, dann wissen wir, wir konnten einen Charakter erstellen, um ins Spiel zu starten. Wir konnten erste Erfahrungen sammeln mit den Life-Skills, die es zu dem Zeitpunkt frei gab. Wir konnten Bereiche betreten, aber eben auch welche, die es nicht zu betreten galt, beziehungsweise wo wir dann gebremst worden sind mit dem Hinweis, du brauchst eine Premium-Mitgliedschaft, einen Premium-Pass. Und das gleiche galt auch für Life-Skills, da gab es auch dann solche Sachen wie zum Beispiel Diebstahl, die durfte man nicht machen, solange man nicht im Besitz eines kostenpflichtigen, einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft war. Und das ist in Brighter Shores recht ähnlich aufgebaut. Wir haben hier mal eine Darstellung zu dem Thema, da können wir es uns einmal anschauen. Es ist so, dass Brighter Shores zunächst einmal ein Free-to-Play-Game ist. Das heißt, es wird ermöglicht, dass jeder sich das Spiel genauer anschauen kann, reingehen kann, gucken, wie funktioniert alles und dann entsprechend die ersten beiden Kapitel sozusagen der längeren Story beobachten kann. Momentan gibt es 4 Chapter sozusagen. Die ersten beiden Zugänge sind kostenfrei für die Stadt Hopeport und Hope Forest. Ein Finanzierungsmodell soll es im Übrigen auch geben. Dieses wird dann ganz ähnlich wie bei RuneScape mit einer monatlichen Premium-Mitgliedschaft verknüpft sein. Hier heißt es jetzt dann Premium Pass. So sind in etwa die Minen von Mantuban und die große Stadt Cranopolis erst ab diesem Zugang mit Premium möglich. Weitere Annehmlichkeiten sind hier die Unique Character Names, die kann man sich dann selber geben und entsprechend auch verändern. Es wird die Möglichkeit geben, seine Kleidung einzufärben, das als besonderes Gimmick sozusagen. Und was aber auch jetzt der Fall sein wird, ist, dass Player-to-Player-Trading entsprechend hier nur hinter einer Paywall versteckt ist. Das mag den einen oder anderen vielleicht abschrecken oder ärgern, aber was man auch sagen muss, aus der Erfahrung heraus, die Tatsache, dass Bots und Goldseller immer wieder ihr Unwesen treiben und es auch damals bei RuneScape schon taten, ist sicherlich ein Grund, warum Andrew Gower seine Expertise und seine Erfahrungen mit einfließen lässt und hier sagt, Leute, das Ganze wird eben jetzt hier erst möglich sein, wenn ihr auch ein bisschen bereit seid, Geld rein zu investieren. Finde ich persönlich nicht schlimm, finde ich gut, wenn sie dadurch das in den Griff kriegen könnten. Was aber auch schon bekannt ist, dass das Player-to-Player-Trading nicht sofort mit der Early Access reinkommt, sondern erst ein wenig später mit einem der ersten Patches entsprechend dazugeführt werden soll. Das war ursprünglich nicht so der Fall, aber jetzt ist es so und ich finde, das kann ich abwarten, das ist nicht so das Problem. So, als nächstes zu einem der besonders spannenden Themen. Wir haben Klassen und Berufe in Brighter Shores. Es gibt 3 Klassen, die klingen allesamt sehr spannend und genauso unbekannt. Den Cryonite, Guardian und Hammermage, wir sehen sie hier. Auch wenn die Waffen sehr spezifisch zugeordnet erstmal aussehen, so soll es möglich sein, laut den Informationen, die vorliegen, dass die Klasse trotzdem auch andere Waffen spielen kann. Wer dennoch gerne jede Klasse mit ihren spezifischen Eigenheiten mal ausprobieren und in die Tiefe gehen möchte, für den bietet das Spiel glücklicherweise auch gleich 3 Charakterslots an. Das heißt, ihr könnt im Prinzip mit allen 3 Sorten an den Start gehen, ne? Aber ihr habt wie gesagt auch die Möglichkeit, entsprechend in der einen Sorte mit Waffen der anderen zu arbeiten. Wie auch in RuneScape spielen Berufe in Brighter Shores eine große und wichtige Rolle. Diese werden nach Kapiteln verfügbar sein. Die Kapitel haben wir hier mal so ein bisschen grob anhand der Skizzen von Andrew Gower dargestellt. Für Hopeport beginnen wir mit Sammeln, Fischen, Kochen, Alchemie. Und hier haben wir nochmal eine Übersicht in einem kleinen. Da oben haben wir diese Symboliken. Da sieht es noch so aus, als ob es so eine Art Stadtverteidigung gibt, also als Town Guard. Und alle erreichten Levelstufen werden hier außerdem in einem Total Level, ähnlich wie bei RuneScape auch, dargestellt. Kommen wir jetzt zu dem Room-to-Room oder Raum-zu-Raum-Modell. Ich persönlich kenne das noch gar nicht. Für mich ist das relativ neu. Ich kenne es von MMOs, dass sie immer versuchen, möglichst weite Strecken nahtlos übergangsfrei begehbar zu machen. Hier ist es genau das Gegenteil. Hier haben wir sozusagen Bereiche oder eine ganze Stadt, die wie ein Puzzle zusammengewürfelt wird. Und dann muss man im Prinzip von einem Puzzlestück zum nächsten übertreten. Man erkennt es auch schön in den Raumabschnitten so am Rand, wie das dann entsprechend puzzelartig gezeichnet ist. Finde ich sehr cool im Übrigen, mal was anderes. Und das lässt natürlich die Möglichkeiten zu, in jedem Raum irgendwie was Spezielles zu entdecken. So 2 bis 3 Sachen soll es pro Raum immer geben, die man
wahrnehmen, entdecken oder erschließen kann, sei es eine Rohstoffquelle oder ein Gegner oder vielleicht auch eine Person, mit der man reden soll, vielleicht irgendeine alte Lore, aus der man irgendwelche Sachen entdecken kann, vielleicht was zum Nachsuchen. Auf jeden Fall soll es abwechslungsreich gestaltet sein und mittels einer Minimap kann man dann zum Beispiel auch Rohstoffquellen, die man ausmacht, immer wieder einsehen, um sich einen Überblick zu verschaffen, wo gerade was zu finden ist. Finde ich persönlich sehr cool, hat sicherlich auch den Hintergrund, dass man natürlich vermeiden möchte, dass wenn man zum Beispiel in ein Grindgebiet kommt, übermäßig viele Leute dort hat, die einem die ganzen Monster wegschnappen. Wenn man also beispielsweise mit 6 bis 8 Leuten in einem Mosaik, was ein bisschen größer ist, instanziert wird, finde ich das durchaus ganz praktikabel. Was ich schon gehört habe, ist, dass Handel später auf einem großen Raum, auf einer großen Fläche stattfinden soll. Ich denke mal, da wird es dann anders sein, da werden sie es wahrscheinlich aussetzen. Die Tatsache, dass man das unterschiedlich stark gewichten kann von den Leuten, die auf einem Mosaik unterwegs sind, finde ich auch sehr cool. So hat man dann die Möglichkeiten, beispielsweise bei Erzvorkommen oder anderen Rohstoffquellen ein bisschen kleinere Räume zu schaffen, dass man da zu zweit oder zu dritt durchmarschiert. Es ist übrigens auch möglich, mit Freunden automatisch instanziert zu werden. Das ist gerade dann, wenn man gemeinsam unterwegs ist, natürlich sehr praktisch und verhindert übermäßige Auslastungen eines bestimmten Gebietes. Neben den Trailer-Videos gibt es auf der Seite von Brighter Shores auch Screenshots, die veröffentlicht wurden. Die geben immer wieder Hinweise darauf, dass es eben nicht nur diese mosaikartigen Puzzleteile gibt, auf denen man sich bewegt, sondern dass innerhalb dieser Puzzleteile, dieser Räume auch verschiedene Höhenelemente sind, über die man sich eben entsprechend fortbewegen kann. Etwa hier, wo wir wunderbar schön entdecken, dass die vertrauenserweckende Spinne ganz oben steht. Wenn man also mal alle 8 Hände schütteln möchte, wird man vermutlich irgendwie nach oben kommen. So nehme ich es an. Wir dürfen also gespannt sein, womit Andrew Gower und seine Brüder uns hier mit Brighter Shores am 6. November überraschen. Für mich persönlich ist aber jetzt schon eine Sache klar geworden. Wenn ich persönlich mir 3 Wochen vor Release an jedem einzelnen Tag Google durchschaue, nach Bildern, nach Videos oder nach Beiträgen zum Spiel, dann hat mich der Hype auf jeden Fall gepackt. Und wie sieht es eigentlich bei euch aus? Konnte Brighter Shores euch begeistern und falls ja, auf welche Skills seid ihr besonders scharf? Wo wollt ihr euch als erstes reinstürzen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst uns die Vorfreude bis zum ersten Mal einloggen ins Spiel maximal genießen. Vielen Dank fürs Einschalten, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht dabei seid und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.